Servus zusammen bei unseren Videos, alles für dein Auto und im Speziellen geht es heute um den Golf 6. Ich werde euch heute zeigen, wie man ein iDIN-Autoradio dort einbaut und was man alles für ein Einbauzubehör überhaupt dafür alles benötigt. Alle Produkte, die ihr bei uns im Online-Shop findet, versenden wir natürlich nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch weltweit. Die Zusammenfassung aller Informationen über den Golf 6, ob das jetzt die Videos sind, oder ob das Bilder sind oder eben alle passenden Produkte für den Golf 6, findet ihr bei aas24.com unter Finde alles für dein Auto. Oder ihr sucht einfach direkt bei uns hier im Videobeschreibungstext den Link, der direkt zu dieser Seite führt. Fangen wir an mit der optischen Integrierung des Autoradios in den Golf 6. Dazu gibt es eine Radioblende, die schaut dann so aus. Wir haben nämlich einen Rahmen für den Golf 6, der dann eben mit diesem Einsatz, wo man dann auch hier integrieren kann, sogar ein Ablagefach mit drin hat und jetzt hier oben dran das iDIN-Radio hier integriert werden kann. Das findet ihr eben für die iDIN-Varianten. So, das wäre jetzt mal die optische Integration. Jetzt müssen wir natürlich auch noch das Autoradio elektrisch ins Auto reinbringen, dass auch alle Funktionen, wo eben gerade noch zur Verfügung standen, ebenfalls funktionieren. Grundsätzlich muss man jetzt mal erklären, welche Ausstattung hat eigentlich dein Golf 6, um das entsprechende Equipment richtig zu wählen. Unser Proband hat jetzt hier eine recht einfache Ausstattung, er hat keine Lenkradfernbedienung drin und hat auch kein besonderes Soundsystem. Für solche Fahrzeuge braucht man eigentlich lediglich den CAN-Bus-Adapter, der auch sonst keine anderen Funktionen für eine Lenkradfernbedienung mitmacht, sondern wirklich nur CAN-Bus. Der liest die Zündung aus, damit man erst beim Abziehen des Schlüssels geht auch das Radio aus. Solltet ihr den CAN-Bus hier nicht verwenden wollen, dann bekommt ihr euer Radio einfach nicht an und es funktioniert nicht richtig. Also den braucht ihr auf jeden Fall und das ist die Variante für Autos ohne Lenkradfernbedienung, ohne irgendwelche großen Spezialitäten. Kommen wir jetzt zu Fahrzeugen mit Lenkradfernbedienung. Das heißt, ich kann vom Lenkrad aus mit Tasten laut und leise und vor und zurück skippen. Dazu gibt es das Interface oder diesen Anschlussadapter als Lenkradinterface, das dann eben auch diese Funktion mitsteuert. Das wird einfach nur dazwischen geklemmt in die Anschlussleitung mit rein und am Radio entsprechend eben diese Funktion jetzt auch noch mitmacht. Funktioniert natürlich nur mit Autoradios, die lenkradfernbedienungsfähig sind. Allerdings sind es mittlerweile alle Autoradios, die wir im Sortiment haben. Dritte Variante wäre für alle Fahrzeuge, die natürlich eine Lenkradfernbedienung drin haben und zusätzlich noch eine Funktion wie PDC, wie Park Distance Control oder eben die Sitzheizung oder Klimaanlagensteuerung, wo gerade eben das originale VW-Radio optische Anzeigen im Autoradio praktisch noch angezeigt wurden für diese Funktionen. Mit dem Lenkradfernbedienungsadapter für die Zusatzfunktionen für Golf 6 mit weißer MFA können wir diesen Adapter verwenden, der dann eben die Funktionen oder diese optischen Anzeigen in die Multifunktionsanzeige vom Golf 6 bringt, um dass die optischen Anzeigen immer noch da sind. Das ist Variante 3. Und Variante 3 macht auch noch zusätzlich bei dem ein oder anderen Soundsystem die Anschaltung des Soundsystems gleich mit. Es gibt aber dafür keine klare Regeln, bei welchem Auto das funktioniert und bei welchem nicht und bei welchem Soundsystem. Sollte also dieser Adapter nicht ausreichen, um das originale Soundsystem, Dyn Audio, Bang & Olufsen oder Fender oder irgendwie sowas zum Laufen zu bringen, dann gibt es noch einen weiteren Soundsystem-Adapter, einen Aktivadapter, der sich ausschließlich um diese Funktion kümmert, um das Soundsystem erstmal anzuschalten oder eben auch akustisch einfach anzubinden, damit das ganze Soundsystem, wie gerade eben, auch wieder mit unserem neuen iDIN-Autoradio optimal funktioniert. Kommen wir zur Anbindung unserer Antenne im Fahrzeug, also die UKW-Antenne erstmal. Da haben wir ja hier bei den meisten Autoradios einfach nur diesen Zapfen, den an für sich jeder kennt, ja, also diesen hier. Den finden wir im Golf 6 nicht mehr an, weil es ist ein FACRA-Anschluss, nennt sich das mittlerweile. Und wir brauchen eine Phantomspeisung, damit die elektrische Antenne oben auf dem Dach oder in den Fensterscheiben richtig funktioniert, müssen wir sie praktisch mit Strom verbinden. Und zwar mit dem Remote-Ausgang. Das zeige ich euch nachher alles beim Anschließen, wie das funktioniert und wo man das andocken muss. Für alle Fahrzeuge, die nur einen so einen grünen Pin haben, also einen grünen Anschluss, können wir auch nur den nehmen, den FACRA-Anschluss mit einem Anschluss. Für alle, die entweder
zu faul sind, jetzt vorab schon mal ihr Autoradio rauszubauen, um zu sehen, ob ich jetzt einen Anschluss habe oder vielleicht einen Doppelfakra. Also es gibt Golf 6, die haben 2 solche Antennenanschlüsse drin. Dafür gibt es dann den Doppelfakra-Anschluss, wo man dann, egal welche Variante, auch die mit einem Anschluss mit bedienen könnten. Dann würde halt einer wegfallen. Der kostet ein bisschen mehr. Aber dafür kann ich halt beide Varianten bedienen. Wenn ich mir vorab nicht sicher bin, habe ich 1 oder 2 Anschlüsse. Bei 2 Anschlüsse bitte unbedingt einen Doppelfakra zu nehmen. Und da gibt es die entsprechenden Anschlusskits gleich mit dazu, dass ihr, egal welche Variante ihr habt, auch entsprechend anschließen könnt. Ein kurzer theoretischer Aufbau, wie jetzt das praktisch hier mit diesen Adaptern ausschaut. Wir haben am Autoradio immer unseren Stromanschlussstecker, der liegt im Lieferumfang vom Autoradio mit dabei. Um jetzt an den Golf dran zu kommen, gibt es jetzt die besagten Interfaces, die wir gerade eben besprochen haben. Und das wird jetzt zusammengesteckt. Und jetzt habe ich eben mal grundsätzlich den Quad-Lock-Anschluss für unseren Golf 6 und habe zusätzlich meinen Ausgang für die Lenkrad-Fernbedienungssteuerung. Also damit das richtig funktioniert, muss ich jetzt in dem Fall, hängt jetzt auch vom Autoradio ab, ob ihr einen Klinkenanschluss für diesen Anschluss am Autoradio habt. Beim JVC hier als Beispiel ist es ein normales Kabel. Da muss ich die 2 jetzt miteinander verbinden. Das ist Remote Cont, steht hier dran, ist ein gelb-blaues Kabel. Dann wird das miteinander verbunden. Der Klinkenstecker bleibt jetzt erstmal bei der Variante frei und wird hier entsprechend am Fahrzeug angesteckt. Damit läuft das Autoradio schon so, wie es laufen sollte. Und jetzt kommt unser Antennenanschluss, den ich ja jetzt praktisch hier einmal einstecke und an meinem Fahrzeug. Und das blaue Kabel, dieses Remote-Kabel, das muss ich auch mit dem blauen Kabel entweder an meinem Autoradio hier in dem Fall ist es blau-weiß, mit verbinden. Oder eben auch an dem Zwischenstück, wo dieses blaue Kabel mit dran ist. Und da muss ich das Kabel miteinander verbinden, damit das entsprechend Strom führt, wenn ich das Autoradio anschalte. Damit wir nicht nur theoretisch sprechen, machen wir auch jetzt noch einen Einbau im Fahrzeug. Zeige ich euch, wie das Autoradio demontiert wird, das originale VW, und wie diese Teile hier im Fahrzeug sozusagen zusammengebaut werden. Solltet ihr euch noch zusätzlich zum UKW-Empfang einen DAB-Empfang mit wünschen und installieren wollen, weil ihr eben ein DAB-Radio einbaut, dafür haben wir dann auch ein extra Video gedreht, wie man im Golf 6 eine DAB-Anbindung macht, ob Scheibenklebeantenne, Dachantenne oder eben Splitter. Das findet ihr nachher in unserem YouTube-Kanal genauso unter dem Golf 6 oder auf unserer Golf 6-Seite bei aas24.com bei Finde alles für dein Auto. Wir sitzen jetzt im Golf 6 und schauen mal, was wir hier jetzt gerade vorfinden. Wir haben jetzt hier eingebaut ein ganz normales Autoradio, hier typisch VW Golf 6 Radio. Hat jetzt nur ein CD-Laufwerk und UKW mit drin. Und wenn man jetzt hier eben entsprechend Änderungen vornimmt, dann wird das hier mit angezeigt. Was jetzt eigentlich schon ein bisschen übertrieben wäre, jetzt zu sagen, okay, es muss unbedingt hier vorne drin stehen. Das ist was Schönes, wenn man auf diese Anzeige hier vielleicht nicht verzichten muss. Aber ganz ehrlich, hier wird mir auch angezeigt, wie viel Grad ich habe. Oder wenn ich einen Rückwärtsgang reinmache, dann habe ich zwar hier die visuelle Ansicht, aber ich verlasse mich ja nur aufs Piepsen. Also eigentlich brauche ich genau das da dran nicht. Aber wir versuchen es eben mit diesem Interface, mit dem Lenkradinterface, wo die Funktion noch zusätzlich mitmacht, hier vorne reinzubringen. Eine Lenkradfernbedienung finden wir hier in dem Auto nicht vor. Normalerweise wären jetzt hier Tasten mit Vor und Zurück und laut und leise. Soweit mal zum Ist-Zustand und wir machen jetzt mal als Radio raus. Dazu müssen wir jetzt hier so am besten mit einem Kunststoffspatel hier reingehen und das Ganze wegklippen. So. Genau. Die sind alle, die sind schon mal irgendwann kaputt gegangen gewesen, die hat man bloß so reingesteckt. So, dann müssen wir halt die Dinger mal wegmachen, die einzelnen. Das sind 2 hier. Ja, das hat man wohl schon mal rausgemacht und dann halt die Klammern hier. Die können wir mal versuchen nochmal mit Heißkleber nachzukleben. Aber es hat ja wohl bisher auch gehalten. Also werden wir das auch so hinkriegen. So, dann haben wir mal die Blende weg. Und jetzt machen wir da unten mit einem Torx-Schraubenzieher. Gibt es übrigens alles bei uns auch im Webshop zu kaufen. Die 4 Schrauben lösen. So, Zündung nochmal komplett aus bitte. In dem Zustand machen wir eigentlich immer Zündung alles weg, wenn wir den Radio dann eben dann auch abschließen. Raus damit. So, dann schaut es so aus.
dann müssen wir den hier wegmachen. Das ist der Quadlock. Und hier haben wir einen Doppelfakra. Und das ganze Baby können wir natürlich jetzt mal auf Seite tun. Als erstes können wir eigentlich sofort unsere Radioblende wieder montieren, weil die wird mit den 4 Schrauben genauso wieder festgemacht, wie das ursprüngliche Radio festgemacht war. So, hier kommt nachher noch unser Schacht mit reingeklippt, aber den machen wir jetzt noch nicht rein. Als erstes kümmern wir uns mal um die Anschlüsse des Autoradios, wie wir damit umgehen, weil wir haben ja jetzt hier keine Lenkradfernbedienung drin, also wäre es jetzt in dem Fall die einfachste Variante der CAN-Bus-Adapter, der sonst auch nichts macht außer CAN-Bus. Und den haben wir hier, der schaut so aus und den könnten wir jetzt hier mal fürs Erste drauf machen. Nummer 1 drauf und jetzt haben wir sozusagen schon unseren neuen Stromanschluss mit Strom und Lautsprecher hier adaptiert. Und hier haben wir jetzt noch einen Speedpulse-Anschluss oder ein Reverse-Signal. Die 2 Kabel brauchen wir in dem Fall jetzt nicht, weil wir kein Multimedia-Gerät, sondern ein Ein-DIN-Autoradio einbauen. Und somit würde ich die jetzt noch isolieren und hier mit dran binden, damit das Ganze hier beieinander ist. So, in dem Golf haben wir jetzt einen Doppel-Fakra-Anschluss. Nicht wie jetzt gerade eben besprochen mit grünem Anschluss, sondern da ist es halt ein weißer Anschluss. Und deswegen nehmen wir jetzt in dem Fall auch diesen Doppel-Fakra-Anschluss, Doppel-Fakra-Phantom-Adapter für den Golf. Und im Lieferumfang liegen ja diese Teile hier mit dabei. Warum? Weil es gibt unterschiedliche Ausführungen von sowas. Entweder sind es einzelne Kabel, das eine steckt da, das andere steckt da drin, dann sind sie auseinander. Das ist ein Doppelteil hier und deswegen gibt es auch jetzt hier diese Doppelstecker oder eben auch einzeln. Aber wir nehmen jetzt in dem Fall den Doppel, weil wir den natürlich genauso anstecken können. Und jetzt die 2 hier integrieren. Die tun wir erst hier einstecken. Um die 2 Enden in den Stecker hier reinzubekommen, muss man das hier anheben. Da ist eine Arretierung drin, die man dann jetzt reintun kann. Ich das ganz auf. Und jetzt arretieren wir das Ganze nochmal. Klick. Und jetzt passt es auch zusammen. Und jetzt haben wir unseren neuen Antennenanschluss. Wie wir das mit dem blauen Kabel machen, kommen wir jetzt gleich dazu. Es gibt ja noch die Variante, wo jemand vielleicht bloß einen Fakra-Anschluss drin hat. Dafür gibt es ja den einfachen hier. Da würde dann halt nur ein so ein Stecker rauskommen, wo wir dann direkt hier drauf gehen können. Halt so. Klick. Und dann wäre der drin, da hätte ich halt nur einen Anschluss, wo dann auch dieses blaue Kabel, die Stromversorgung, eben jetzt noch mit angeschlossen werden muss. Jetzt entscheide ich mich für den Lenkradfernbedienungsadapter, der eben diese visuellen Anzeigen hier in meine MFA mit reinbringt. Und den schließe ich jetzt an, weil der schließt sich eigentlich genauso an wie der ohne diese Zusatzfunktion, wie ein Adapter für die Lenkradfernbedienung, wo nur der CAN-Bus sozusagen für die Lenkradfernbedienung drin ist. So, einmal dran. Jetzt haben wir hier schon unser nächstes blaues Kabel. Ja, was habe ich gerade gesagt? Wir müssen dieses blaue Kabel von unserem Phantomspeiseadapter von der Antenne hier miteinander verbinden. Das können wir jetzt gleich mal machen, weil der Rest ist nachher alles nur noch zum Zusammenstecken. So, dann machen wir jetzt hier einen Quetschverbinder drauf. Und verbinden das mit einem dieser 2 blauen Ausgänge. In dem Fall, vielleicht gibt es auch Adapter, wo nur ein blauer Ausgang da ist. Das ist auf jeden Fall der Remote-Ausgang zum Steuern von einer externen Endstufe oder eben von elektrischen Antennen oder von solchen Antennen-Phantomspeiseadaptern. Da können wir da überall mit drauf gehen, damit die richtig funktionieren. Die schaltet 12 Volt an, sobald das Autoradio an ist. Also dann gibt es ja auch erst Sinn, hier auf die Elektronik Strom drauf zu geben. So, jetzt hätten wir rein theoretisch schon mal alles dran und könnten das alles anstecken. So, wir haben jetzt durch unsere Adapter einmal die Lautsprecher, die 4, die im Auto verbaut sind. Wir haben unsere Stromversorgung, wir haben den Antennenadapter eingebaut und haben hier auch an diesem Adapter die Reverse-Signal, Speed-Signal, also Zusatzfunktionen jetzt drauf, die wir bei dem Einbau des Ein-DIN-Navis gar nicht brauchen. Und das ist unser Anschluss für die Anbindung der Lenkradfernbedienung bzw. des Videosignals, die wir jetzt damit holen müssen.
unseren Lenkrad-Fernbedienungsadapter mit der Anzeige für die für die visuellen Steuerungen auf der MFA haben wir jetzt mit dran. Was wir jetzt auch noch mitmachen könnten, wir haben zwar keine Lenkradfernbedienung hier am Auto dran, aber jetzt zeige ich es mal, wie wenn das wäre. Wenn ich eine dran hätte, muss ich das natürlich auch verbinden. Das ist mein Lenkrad-Fernbedienungs-Controller-Ausgang, den ich dann jetzt mit meinem Lead, also so nennt sich dieses kleine Kabelstückchen, für den JVC, oder was habe ich hier drin? Das ist jetzt ein JVC. Oder Klinke, hätte es einen Klinkenanschluss, mein Autoradio, dann dementsprechend verbinden. Und jetzt kann ich auch meinen Strom mit dran machen und meine Lautsprecher. So, und jetzt haben wir auch schon unsere Antenne, haben wir jetzt auch schon dran. So, jetzt schauen wir mal. Eigentlich habe ich jetzt schon alles dran. Das Einzige, was jetzt nicht dran ist und absichtlich nicht dran ist, sind die anderen Kabel, die ich hier noch habe. Das wäre Reverse, Speed-Signal und was haben wir noch? Parking Brake, wo wir jetzt bei einem Eindienradio gar nicht brauchen. Also einfach auch nicht anschließen. Hier bleibt auch ein Kabel übrig, weil dieser Ausgang hat halt zwei solche Ausgänge. Ich habe bloß einen genutzt. In Gottes Namen, so ist es jetzt eigentlich fertig. Jetzt schauen wir mal, machen wir mal die Zündung an. Türe zu. So, jetzt geht das Radio an. Die Zündung funktioniert also auch so, dass, okay, Ton ist mal da. Und jetzt kann ich die Zündung ausmachen und erst beim Abziehen des Schlüssels geht das Radio dann auch aus, weil das eben jetzt die Komfortzündung hat. Und jetzt schauen wir mal, ob es unsere Fahrzeuginformationen, die hier visuell dargestellt worden sind, in der MFA wieder reinkommen. Da muss man natürlich auch wissen, man muss umschalten, die MFA, also die Anzeige hier vorne drin, indem man hier länger auf den Trip nach oben Knopf klickt und dann kann ich eben hier auf Audio-Einstellungen geben und da unten gibt es diese Reset-Taste und OK-Taste und jetzt habe ich hier in meinen Darstellungen hier drin in der MFA auch die Audiodarstellung und kann eben meinen Sender abrufen, was höre ich gerade an und so weiter. Und jetzt kommt nämlich dann auch der Überraschungseffekt, hoffe ich mal, dass es jetzt funktioniert, Rückwärtsgang rein und jetzt steht da vorne drin, mit Xen ist es angezeigt, zumindest mal versucht, optisch gut zu machen, visuell darzustellen, wie weit man noch entfernt ist oder eben auch die Temperatur, Moment, ich muss jetzt erst wieder aus dem Modus hier raus. So, und jetzt kann ich auch die Klimaanzeige hier eben entsprechend anschauen und mir das anzeigen lassen. Also es funktioniert, die visuellen Sachen vom Autoradio, was wir eben auf dem VW-Radio hatten, wenigstens hier rein zu transportieren, aber mal ganz ehrlich unter uns, eigentlich deswegen würde ich diesen Adapter gar nie kaufen, weil Park Distance Control höre ich, da brauche ich nichts mehr, was ich sehen kann. Die Klimaanzeige hat hier drin selber auch schon die Anzeigen, wie viel Grad es hat und ich kann natürlich auch sehen, auf welcher Stufe meine Sitzheizung an ist und mehr macht der eigentlich gar nicht. Also wer das braucht, okay, in Gottes Namen, den Adapter gibt's. Ich würde den Adapter dann empfehlen, wenn ihr eine Aktivanlage von Bang & Olufsen, eine Fender oder eine Dyn-Audio-Anlage habt, dann würde ich diesen Adapter mal probieren. Der würde nämlich dann das Soundsystem anschalten. Das klappt bei ca. 70% aller Fahrzeuge mit Soundsystem, klappt es mit diesem Adapter, der eben auch diese Sache hier rüberschleust, diese Anzeigen. Aber wenn das auch nicht funktioniert, dann braucht man sowieso noch diesen Soundsystem-Adapter, Aktivadapter, der das Ganze dann noch managt. Aber wir haben jetzt unsere Variante mal so drin, damit das MFA hier wieder mit funktioniert. Und für alle, die jetzt sagen, das ist mir unwichtig, ich habe aber eine Lenkradfernbedienung, die können auf den einfachen Lenkradfernbedienungsadapter gehen und wer sagt, ja, ich habe diese Ausstattung, ich habe keine Lenkradfernbedienung, mir ist das da vorne drin auch egal, ob es mir das da dran noch mit anzeigt oder nicht, weil die Daten sowieso hier angezeigt werden. Dafür langt dann der ganz normale Quad-Lock
CAN-Bus-Anschluss, der einfach dafür sorgt, dass das Radio an- und ausgeht mit der Zündung, mit der Komfortzündung, wie ich es gerade gezeigt habe. Das ist dann die einfachste Variante. Die 3 Varianten gibt es eigentlich zu beachten beim Installieren eines Ein-DIN-Radios. Jetzt haben wir hier auch trotz den fertigen Adapter ein bisschen ein Kabelwerk. Das kann man ja auch zusammenfassen und hier mit unserem Isolierband irgendwie zusammentun, dass die Kabel alle schön beieinander sind und nicht irgendwo wirr in der Gegend rumhängen. Und ja, dann schaut es einfach ein bisschen besser aus. Das machen wir jetzt mal und dann schieben wir das Radio dann letzten Endes auch rein. Die Kabel passen problemlos hier hinten rein. Wo ist unsere Antenne hinkommen? Die brauchen wir natürlich. Hier ist die Antenne. Aber durch das, dass man ein DIN-Radio einbauen in einen 2-DIN-Schacht, haben wir natürlich jede Menge Platz. So, und jetzt kommt unser Halter, unsere Box, die das Ganze jetzt auf ein DIN reduziert. So, Montagerahmen rein. Festmachen. So, arretiert. Radio anschließen. Den brauchen wir nicht, auch wenn er hier sich verlockt, hier anzuschließen. Hier wäre jetzt noch der Bluetooth-Mikrofonausgang, der jetzt rein theoretisch auch passt, aber es ist eben kein Lenkradverbedienungsausgang, sondern Mikrofonausgang. Also den einfach mit hinten reinlegen, die Antenne noch anschließen. Wunderbar. So, und was kommt zu guter Letzt wieder drüber? Unser Rahmen. Voila, ein Ein-DIN-Radio ist eingebaut. So, ich hoffe, ich habe allen Ein-DIN-Radio-Freaks ein bisschen geholfen, zu verstehen, was man beim Golf 6 alles braucht. Das ist wirklich kein großes Wunderwerk und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich jetzt noch ein Abo hier machen. Auf eurer rechten Seite gibt es den Button dazu. Über einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich immer riesig. Und ihr könnt noch eins von den 2 Videos hier noch aussuchen, falls euch das Thema gefällt und ihr wollt gleich mal weiter gucken.